Hi, ich bin Markus von Airtime. Heute zeige ich euch mal, wie ihr das Decade-Pedal bei euch zu Hause warten könnt. Wie ihr wisst, empfehlen wir keine Wartung für die Pedale, aber sollte mal was sein, ihr habt mal Lagergas verschlissen oder sonstiges oder Dichtung ist kaputt, ja. Heute kriegt ihr ein Step-by-Step-Video. Das könnt ihr alles alleine zu Hause machen. Werkzeug braucht ihr nicht viel. Wir brauchen einen 6er Imbus, wir brauchen einen 5er Imbus, Torx T15, der kommt aber mit dem Pedal mit. Den habt ihr in der Toolbox dabei. Die sieht so aus. Da sind auch eure Achswasher dabei, Ersatzpins, das Tool, das T15-Tool, auch nochmal die Pinspacer, falls ihr die Pins von der Höhe verstellen wollt. Dann braucht ihr eine 8er Nuss. Wie ihr seht, ihr braucht auch kein Sonderwerkzeug. Wer es mag, Drehmomentschlüssel, ein bisschen Fett. Wir nehmen jetzt hier welches von Motorex und unser neues Airtime DU Bush Tool. Ab heute erhältlich in unserem Online-Shop. Dazu kommen wir später. Also, als erstes müsst ihr die beiden äußeren Pins entfernen. Die sichern euch die Endkappe. Vorher kriegt ihr die Endkappe nicht raus. Dazu nehmt ihr den 15er Torx-Schlüssel, setzt den an. Wenn er nicht reingeht, müsst ihr vorher vielleicht nochmal sauber machen. Könnte Dreck drin sein und dann dreht ihr diese Pins einfach raus. Das ist jetzt verändert worden von mir. Da ist normalerweise noch eine Unterlegscheibe dabei, dass hier praktisch das Pin-Layout konkav ist. Also normalerweise darauf achten, ist eine Unterlegscheibe dabei. Kann sein, dass die nochmal im Pedal festhängt. Beide Seiten lösen. Draußen, jetzt nehmt ihr den 6er Imbus, legt das Pedal auf den Tisch und gegen den Uhrzeigersinn die Kappe lösen. Langsam rausdrehen, nicht zu schnell, keinen Akkuschrauber oder sonstiges nehmen. Hier sitzt noch ein O-Ring, also eine Dichtung. Ja, ihr habt sie gerade gehört, die hat leicht gequietscht. Und die könnte sich ansonsten aufreiben, geht kaputt. Nicht weiter schlimm, haben wir Ersatz. Wie ihr seht, ist der Bereich schmutzig, da sitzen die Pins und der Bereich ist sauber. Da sitzen die Lager. So muss es sein. Als nächstes, je nachdem welche Pedalgröße ihr habt, das ist jetzt das kleine, also das Regular oder das große, haben wir auf der Innenseite, schwer zu sehen, hole ich jetzt mal raus, haben wir Distanzringe. Das kleine hat einen Distanzring, das große hat zwei. Weiter geht's mit dem 8er Imbus, wie ihr seht, ganz normal Steckschlüssel rein, Ratsche drauf oder was ihr habt. Ne? Jetzt müsst ihr die Achse fixieren, also ihr seht kein Sonderwerkzeug vonnöten. Und einfach aufdrehen. Mutter draußen und der nächste Schritt, einfach Achse rausziehen. Auf der Achse sitzt unsere Dichtung. Die tauschen wir später auch. Das zeige ich euch dann gleich. Und im Pedal selber sitzt ein, jetzt brauchen wir wieder den Schraubenzieher. Im Pedal selber sitzt, wie ihr seht, ein schwarzer O-Ring. Den müsst ihr einfach mal mit einem dünnen Schraubenzieher, den wir auch vorher genommen haben für die Distanzscheibe, rauspuppeln. So. Und dann seht ihr das Kleidlager. Wir verwenden ausschließlich Kleidlager von Igos, deutsche Werksqualität. Und jetzt kommt unser neues Airtime DU Bush Tool. Einfach ansetzen, reindrehen. Und da, wo es ein bisschen schwer geht, nehmt ihr den 6er Imbus oder einen 5er Imbus, was ihr da habt, Schraubenzieher und dreht den nochmal eine halbe oder eine ganze Umdrehung rein. Und jetzt könnt ihr das Kleidlager rausziehen. Habt gesehen, so einfach ist das. Jetzt entfernt ihr das Kleidlager. Das verwenden wir definitiv nicht mehr wieder. Das ist jetzt dadurch beschädigt worden. Als nächstes müssen wir noch die Industrielager rausholen. Die sind gedichtet. Da könnt ihr einfach den Imbus ansetzen. Mit wenig Druck, habt ihr gesehen, kommen euch zwei Industrielager entgegen. Handelsware könnt ihr in jedem herkömmlichen Lagershop kaufen oder bei uns auf der Webseite. Überhaupt kein Problem. Macht es ein bisschen von innen sauber, aber wie ihr seht, das Pedal war längere Zeit im Einsatz und hat noch immer die Original-Fettfarbe. Das heißt, die Dichtungen haben alle gehalten. Das Pedal ist eigentlich schmutzfrei von innen. Trotzdem sprühen wir noch mal ein bisschen Alkohol rein und reinigen das einfach noch mal von beiden Seiten und machen es ein bisschen sauber. Das gleiche machen wir mit der Achse und machen dann auf die Achse neues Fett. Tuch reinstecken von beiden Seiten. Fertig. Pedal ist picobello sauber. Als nächstes fetten wir den Innenbereich, wo das Kleidlager reinkommt. Wer nicht weiß, wo jetzt links und rechts ist, sieht nochmal auf der Innenseite, hier ist das Gewinde, das ist die Außenseite und hier ist kein Gewinde, hier ist die Innenseite. Da fetten wir jetzt ein bisschen den Lagersitz für das Kleidlager nach und jetzt kommt unser Ersatzkleidlager. Bei uns im Shop unter der Artikelnummer 800 600 995 zu finden. Packt ihr aus. Wichtig, das Kleidlager hat eine runde Kante. Die muss zuerst ins Pedal. Das Kleidlager mit der runden Kante nach außen einfach auf unser DU Bush Tool stecken. DU steht für DU Bushing. Und dann könnt ihr das mit der Hand praktisch reindrücken. Wenn es ein bisschen schwerer geht,
könnt ihr auch notfalls das Pedal mit dem Werkzeug auf den Tisch stellen und dann mit eurem Körperdruck reindrücken. Wir haben extra einen Anschlag verbaut, das heißt, weiter könnt ihr das Gleitlager nicht mehr reindrücken. Dementsprechend sitzt es perfekt. Das war's. Für mehr brauchen wir das Werkzeug jetzt nicht mehr. Säubern. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, den alten O-Ring wieder einzusetzen, oder ihr habt euch das Dichtungskit mit der Artikelnummer 800-600-997 bestellt. So, das alte machen wir mal dahin. Es gibt 2 kleine O-Ringe, 2 größere O-Ringe und 2 außenliegende Dichtungen. Wir bräuchten den größeren O-Ring. Setzt ihr jetzt hier auf der Innenseite wieder rein, vor das Gleitlager, da ist eine Nut. Wenn ihr das mit dem Finger nicht hinbekommt, nehmt ihr einfach den Schraubenzieher oder ein kleineres Werkzeug und drückt den leicht in diese Nut rein. Dann fetten wir die Innenseite vom O-Ring noch mal ein bisschen nach. Und jetzt kommen wir schon zur Achse. Das könnt ihr mit dem Finger machen oder mit dem Schraubenzieher. Den O-Ring oder die Dichtung in dem Sinne abziehen. Die Reihenfolge der Dichtung beachten. Hier muss nicht unbedingt Fett drauf, aber Fett hilft immer. Das ist der neue Ring. Draufziehen mit den Fingern, so dass er formschlüssig mit der Achse abschließt. Und weil wir ja schon den Innenring gefettet haben, haben wir für diesen Bereich praktisch genug Fett selber vorhanden. Nochmal auf den Lagersitz ein bisschen Fett, das braucht nur eine Stelle, das verteilt sich später von alleine. Und jetzt könnt ihr die Achse praktisch hier reinschieben. Jetzt reinigen wir nochmal die Lager. Wenn die kaputt sein sollten, könnt ihr das fühlen, nehmt ihr den Innenring zwischen 2 Fingern und dreht kurz. Wenn der rau läuft, tauscht ihr die Lager aus, findet ihr auch im Online-Shop. Wenn die Lager gut laufen, kein Muss, diese zu tauschen. Ich bin kein Fan, irgendwas zu tauschen, was nicht getauscht werden muss. Die Lager, egal wie rum, wieder rein, von beiden Seiten. Jetzt die 8er Nuss. Dabei die Achse festhalten mit dem 8er Imbus und festdrehen. Hier 4 bis 6 Newtonmeter. Perfekt. Jetzt wieder den Distanzring. Nochmal beim großen Pedal 2 Distanzringe, beim kleinen 1. Den braucht ihr nicht zu fetten, einfach nur einfädeln. Jetzt nehmt ihr die Endkappe. Sollte euch bei der Montage der O-Ring kaputt gegangen sein, könnt ihr den einfach hier mit dem Schraubenzieher rausziehen. Den neuen zieht ihr einfach drauf. Hier ist eine Nut, wo der O-Ring sitzt. Da muss er hin. Jetzt kleiner Pro-Tipp, auf den O-Ring ein bisschen Fett und auch auf das Gewinde von der Endkappe. Das Pedal hochkant stellen oder halten, den 6er Imbus reindrücken und langsam die Endkappe reindrehen, damit der O-Ring nicht kaputt geht. Die Endkappe mit 8 Newtonmeter maximal anziehen. Stellt dabei das Pedal auf den Tisch, haltet es mit der Hand ein wenig fest. So, das Pedal ist nahezu fertig, jetzt fehlen nur noch die Pins. Denkt dran, sollten eure Pins mit Washer ausgeliefert worden sein und ihr habt die ganze Zeit gefahren, verbaut die Washer wieder ein. Auch hier ein kleiner Pro-Tipp, haltet den T15-Schlüssel nach oben. Mit dem Washer sollte er montiert sein und jetzt, wie ihr seht, könnt ihr problemlos den Pin montieren. Circa 3 Newtonmeter, das machen wir aber jetzt einfach mit der Hand. Das gleiche machen wir mit dem zweiten Pin. Nach oben halten, das Pedal drehen wir jetzt, sodass die große Öffnung nach unten zeigt und drehen den Pin ein und ziehen ihn mit 3 Newtonmeter fest. Die Ersatzteile, die ihr für den Service vom Pedal braucht, findet ihr natürlich auf unserer Webseite rideairtime.com, wie auch unser neues DU-Bush-Tool, ab jetzt verfügbar.